So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea the Awakening. Momentan häufen sich ja die heftigen Ereignisse. Oh Gott, es gibt hier noch Level 1 Viecher. Komm, erledigen wir erstmal das Spinnennest. Und dann gehen wir in Richtung Divine Quest und Icy Princess. Da können wir nämlich auch geile Sachen kriegen. Und Divine Quest kriegen wir am Ende vor allem immer was zu einem Gott passt. Ja, komm, wir hauen jetzt hier erstmal Viecher um. Spinnennest und was hier sonst noch alles ist. Nicht, dass es wirklich eine Bedrohung wird. Oh, das Schwert ist fertig. Mal schauen, wem ich das gebe. Man sieht Dragon Slayer. Das Ding hat ja genau das gleiche Bild, nur... Das Ding ist als Einhandwaffe besser als die Zweihandwaffe hier. Zack. Dafür kriegt der Gute halt ein Schild dazu. Tack. Passt doch. So, hier jetzt. Spinnennest erledigen. Hunting. Die anderen Viecher sind jetzt an sich nicht groß interessant. Machen wir einfach mal der Vollständigkeit halber. Zumindest die, die direkt auf dem Weg liegen. Und weiter können wir nicht. Oh. Wir hatten nichts zu... Ach, der Bogen ist fertig, klar. Stimmt, ich könnte auch aus den... Ja, jetzt ist da ein bisschen wenig für übrig. Man kann natürlich auch aus den Drachensachen Rüstungen machen. Schauen wir mal, wie gut das im Verhältnis zu anderen Materialien ist, wenn ich da Drachenknochen nehme. Monsterwunsch 16 Armor, 2 Leech. Drachenknochen scheinen grundsätzlich Leech zu geben. Ich weiß es nicht. Wenn ich zum Beispiel das hier nehme, fällt einiges an Armor weg. Normales Leder wird wahrscheinlich noch weniger haben. Nein, er hat eins mehr, aber... das ist Silber. Damit kriegen wir 13. Das ist auch nicht unbedingt das Wahre. Gold. Oh, schrecklich, was da an Werten kommt. Nein, die Drachenknochen sind echt ungeschlagen. Nur ist das besser als zum Beispiel... Jo, und vor allem ist halt 2 Leech ziemlich geil. Weil sie sich dann die ganze Zeit, also die Charaktere, die betroffen sind im Kampf, die ganze Zeit selbst heilen. So. Zeug sammeln, alles ist gut. Wir hatten nichts zu tun gerade. Ach. Komm, eigentlich so Holzsacken. Und weiter geht's. Ihr könnt noch laufen. Gut. Erstmal schauen, dass wir hier schön Richtung Divine Quest den kürzesten Weg nehmen. Und da wird was Interessantes passieren. Ah, Troll leer, ernsthaft? Jetzt taucht hier ein Trollhort auf. Hunting. So, was haben wir denn jetzt für Viecher hier noch zusätzlich gekriegt? Warte. Goblin Boss, Goblin Shaman und 8 andere. Nicht wirklich ein Problem. Social. Und da laufen sie... Was haben wir denn hier für ein Schild? Monster Shell. What better to shield you from beasts than with their own bodies? 4 Armor, 7 Shielding. Ach, ist aus Monsterknochen. Das sieht einfach nur cool aus. Das ist alles. So. Richtung Divine Quest weiterziehen. Und danach... Oh, es passiert was. Slavers are sadly common sight in Thea these days. Your scouts have spotted such a group in the area. Rescuing the slave may be both noble and practical, but beware, if you lose, the slavers will likely not let you go free. Okay, wo sind die? Da unten. Auf dem Rückweg können wir uns um die kümmern. Divine Quest nächste Runde. Das wird spannend. Ich weiß nämlich nicht, was da bei Veles passiert. Erstmal hier kurz. Ach, was haben wir denn hier alles für Viecher? Ist ja mal lästig. Aber Divine Quest geht jetzt vor. You find the place imprinted in your minds by the professors. It is an old tower that seems to reach the very skies. Its surface is pure ivory, yet strangely shimmering as the sun rays hit its smooth surface. Go in closer. As you move closer, you see a balcony that looks unsettlingly like a large skeletal hand. And in its palm there stands a tall hooded man with while a young girl cowers behind him. The man speaks in a clattering, hard voice. Halt, who goes? Was sagen wir? Easy there,
we're here searching for answers, and we were told this place. This is the place for us. Blah blah. We've come a long way seeking a way to restore power to our gods. No blah blah. We've come a long way seeking a way to restore power to our gods. Do you know of what we speak? Restoring power to your gods, a grand task indeed. The Oracle knows much, that much is true. And how exactly did you find your way here? We're sent here by the professors at the Grand University. The Grand University. I should have known they will try to meddle again. Undeath was not enough for those homicidal traitors. So, what did they want you to do? So, what did they want you to find out this time? How to drain all water from our soil? Or perhaps they've decided that the air is really not necessary for human life. Yeah. Hey, calm down, we have no love for those squirmy nerds. We had a vision from our deity that led us to them, and then they, in turn, told us to come here and seek further answers. I take it you are not a fan. My apologies, they have wronged this young girl beyond reason, and the very mention of their existence still pains me. What did the professors do to her? These so-called scholars took it upon themselves to judge what means justify the end. They knew they could never achieve their goals without magic, the hypocrites. And so they discovered Ilyana as a mere child. She had an amazing gift of premonition. But more than that, she was also pure-hearted and devout to the pantheon. As such, her link to the gods was almost direct. Okay, so eine Art Göttermedium. In fact, it is said that her father may be Perun himself. Something about his lightning striking Ilyana's mother at night. Anyway, the scholars took her, imprisoned her, and drained her power to the very limits, and worse, yet all this to destroy her beloved gods. Damn, that's bad, poor girl. Indeed, this is why I have taken stewardship of her, so that in time perhaps she may regain enough strength to live on her own, and if not, I can at least try to shield her from those who would misuse her power. Let us move on. What do you seek? We wish to reclaim our god's power. How can we do that? Ilyana holds answers to many questions, yes. But are you worthy of receiving them? And more importantly, are you willing to face your fate in order to learn your future? What? Face our fate? What do you mean? I sense your connection to your gods and their blessing fresh upon your souls. Thus I judge you worthy of the attempt. However, the Oracle can only guide you to find answers. You may need to face trials to receive what you seek, and these may prove difficult, if not lethal. Es könnte also gefährlich werden. Whatever it is, we're ready to try it. The girl who stood silent and motionless throughout your encounter steps out from behind her protector and spreads her arms out. The tower opens up before you, revealing a dark chamber inside. The Oracle silently gestures for you to enter. As you approach, you have a strange sensation, as if you're about to face yourself in there. Nun, wohlgemerkt, ab jetzt kommt ein Punkt, der von Gott zu Gott unterschiedlich ist. Ich habe das schon mit Svarog erlebt und mit Morena, glaube ich, hieß sie, also die Rabengöttin von Schicksal und sonstigem Kram. Und halt, glaube ich, einmal mit, ja, wie hieß er? Horos. Gut. Enter. Wie man jetzt auch sieht, ein Bild von Veles. You enter the ivory tower, and as you step through the threshold, you find yourself standing on a burned-out plain filled with grey ash and red fire particles in the air. In the distance, you see a withering stump of a massive tree, hollowed, dry, and blackened from the flames. You see a green snake coiled around the roots, and you see a great, foreboding bear sitting and staring sadly into the empty skies. You hear cries of souls unable to rest as they try to enter the underworld gates. You feel the presence of Veles before you. The bear sees you and his eyes turn red with anger and as he stands on his two legs, behind legs and roars.
Mit der Möglichkeit, join your god's anger and fight with the bear. Ist eine Möglichkeit. Oder kneel down in respect of the bear. Lord, we have come before you to right this terrible wrong. To help you regain your magic, so that we may heal Thea's wounds together. Das ist mir auch ehrlich gesagt lieber, als zu kämpfen. Social. Wähle es. Avatar Guardian, aber das schaffen wir so. Und runter. Wow. You have won the challenge. The bear changes into an avatar of Velas himself and he gestures you to rise up. Well said, my children, well said. We must indeed work together to undo what befell Thea and my pantheon. There is an ancient elven wanderer that survived the massacre concocted by those vile humans at the university. You must seek him out and try to get him to part with his immortal life, so that it may restore some of my power. Be careful, the poor soul is all but madness. I will guide you and whisper a plan into your ears when the time comes. Trickery may be the only way to achieve this goal safely. Now go on, seek him out. Wir kriegen 4 auf Taktik bei der Hexe und bei Nigoslava und der Rest kriegt Bless of Intelligence. Für 40 Runden erhöhte Intelligenz. We will do as you command. Zeigt er uns jetzt das hier? Baba Yaga und so. Seltsam. Das war auf jeden Fall interessant, denn ich habe bei den anderen auch meistens gesagt, ich möchte nicht kämpfen. Und bei Horus war es dann so, dass der sich durchaus hat überzeugen lassen, weil er gesagt hat, was ist mit euch los? Habt ihr den Ruf der Jagd vergessen und so ein Kram? Komm, nächste Runde erstmal Icy Princess. Nachdem wir das Vieh erledigt haben, wenn es einfach nur stehen bleibt, ist das seine Schuld. So. Ah ne, wir kommen erst in der übernächsten Runde an. Auf jeden Fall wird Veles uns... Ach ne, da unten ist es. Ja, oh, wir kriegen noch was weiteres. Komm, wir haben jetzt eigentlich genug Kämpfer. Machen wir mal einen Worker. Mirognieva. Fängt schon mit guten Werten an. Können wir eigentlich auch direkt ausrüsten. Und die kann auch erstmal hier mithelfen beim Holz und sowas. Aber wir haben jetzt gerade wenig wirklich zu konstruieren und es gibt wenig gutes Zeug. So, Mirognieva bekommt vielleicht ein Zweihandschwert, das wäre eine Idee. So, Bogen ist eine Idee. Das ist eine sehr gute sogar. Und das Zweihandschwert ist halt... Warte, das hier 12 Damage, 7 Shielding. Ja, definitiv. Eine simple Rüstung müsste noch hinhauen. Aber für den Rest ist jetzt definitiv kein Gewicht mehr. Ja. Alles zu schwer. Aber ist nicht weiter schlimm. So, wir machen jetzt Icy Princess und danach gehen wir da unten hin. Das hier ist nämlich sehr interessant. You follow the map given to you by the Princess Susanna. Das hatten wir ja auch schon, die verzogene Göre, die so verflucht wurde. It seems at least the tower itself is no myth, as you stand before an endlessly tall structure made of pure ice that defies any laws of nature. Go in. The tower stands ajar, and so you enter without any trouble. Inside you see a stairwell that seems to go on forever. As you step on it, you feel the chill of the ice going through your bodies. The walk is long and monotonous, but finally you arrive at the top of the tower and you stand among the clouds. Okay, jetzt haben wir die Wahl, suchen wir nach der Prinzessin oder dem Schatz. Ehrlich gesagt, mir ist der Schatz lieber als die Prinzessin. You look searching the place, however you find nothing but ice. You take a few steps forwards, and you see the princess sitting royally on an icy throne, her body frozen still and only her eyes moving. You hear her voice in your heads, angry, changed more malevolent and inhuman than before. So you have come. Will you gloat at my defeat, or will you take part in my glory and claim great treasures for your people? What treasure? We see only ice. This tower has always been a trap, waiting for me to arrive. He designed it so. Only now you notice a large black swan sitting on the ledge up above the throne, frozen just as the princess. She continues, but it was not a lie. You see the pearls I wear on my neck?
They bring great power, but they also unlock a secret chamber, one filled with treasures. And we're supposed to take your word for it? In short, yes. You can either take a chance and show you're more than a sacred peasant, or... scared wäre auch bescheuert. Scared peasant, or you can walk away safely like the cowards I thought you to be when we first met. Someone should have taught you about diplomacy, or royal pain in the arse. So what's your plan? How do we get our treasures? Auch ein schöner Spruch. Someone should have taught you about diplomacy, your royal pain in the arse. Ich liebe diesen Satz. You see a wraith, one of the royal guards, appear before you. No, please don't do it. It took us so long to get here. Finally she's trapped. Finally she can do no more evil. If you help her, her power will be unleashed once more. What? She's evil, whether from birth or by her parents' neglect, or a curse. Who knows, and who cares? She is what she is. But she is still of noble blood, and we have sworn to keep her safe. This was always the plan, to get her here. Only the darkness came and made it hard for us to find it. Just leave this place, please. Okay. Oh, for pity's sake, do you have anything to offer if we do as you ask? No, she speaks true. Only she can access any treasures that this tower may hold. But beware, whatever you get from this dark place, it will likely carry consequences. Just leave. Ich glaube, wir können auch tatsächlich, wenn wir Pech haben, hier Flüche kriegen. Well... Okay. Well, she does seem like a royal pain, but that's for sure. I guess we'd better just go. The prince's voice screeches in your head. Shut up! Listen to me now! Strike down the Black Swan's head and burn it in fire. This will release me. I will then open the vault for you. Oh, sind wir über Fallout gelandet? Ne, kleiner Scherz. Dann, wir haben halt jetzt die Möglichkeit, das zu befolgen oder nein. Wir sagen nein. Get out of our heads, princess. We're leaving you to your fate. Perhaps you will learn something sitting on your icy throne. You leave the tower behind you, and you see a thick mist devour it in its white milky veil. Also der weiße milchige Schleier, auch schöner Begriff. You walk a few steps more and find a small bundle on the ground with a black swan's feather on it. Inside there are some precious gems, but also a book containing the story of the icy mountain and its small kingdom. From it, your people learn many useful skills. Okay, 3 kriegen halt 2 Folklore und 3 Intelligence, das ist sehr schön. Leave this place. Nest Tower machen wir auch noch gleich kurz platt. Inzwischen können wir wirklich sehr viel mit Auto-Resolve machen, das finde ich auch sehr schön, dann geht es nämlich endlich mal voran. Und was haben wir hier? Ach, noch ein Spinnennest, können wir das noch? Okay, schauen wir erstmal hier. Ja, gut, Search the City mit 2, to Arms Fight, bla bla. Wieder hat einer sich bei verletzt. Ja, gut. Nichts Schlimmes passiert. Aber dann mache ich hier mal einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit Let's Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder das Let's Play The Awakening. Bis dahin, Cheerio!